Ähnlich erfolglos Räuberbanken. Mafia entführt Geiseln in einem verzweifelten Versuch, die Justiz zu vermeiden. Ereignisse in Israel in jeder Hinsicht sind kriminelle Geiselnahme der chasarischen Mafia, die Verhaftung zu vermeiden und das Tribunal für Kriegsverbrechen. Sie werden auch versuchen, einen dritten Weltkrieg zu beginnen als Karte Entlassung aus dem Gefängnis. Sie sind zum Scheitern verurteilt. Jedoch, um zu verstehen, was wirklich vor sich geht, müssen wir einen Schritt zurück und betrachten das ganze Bild, weil das, was geschieht, wirklich biblisch. Es ist das Ende der Jahrtausende der Versuche satanischen Kult, die Menschheit zu versklaven. Es geht auch um die Befreiung des jüdischen Volkes von tausendjährigen babylonischen Sklaverei. Zum Beispiel, die jüngsten Verbrechen, geplant waren mehr als ein Jahrhundert voraus. Alles begann mit der Tatsache, dass die Rockefellers erfasst Vereins im 19. war auch der Bericht beschreibt geplant Pläne kontrollierte Weltbank Rockefeller im Jahr 1975. Dieser Plan jetzt ausfällt, weil die Menschen aufwachen. Sie wissen, dass es weder die US-Regierung noch irgendeinen anderen westlichen Regierungen. Es gibt nur Mafia und die weltweiten Regierungen, die sie kontrollieren. Dafür auf jeden Fall wird das Ende kommen. Hochrangige Mitarbeiter des Geheimdienstes Mossad, MI6, Freimaurer, 3 und so weiter haben ein Abkommen über die Verhinderung der geplanten Dritten Weltkrieges durch gezielten Tötungen und Verhaftungen von führenden Satanisten. Leute wie Klaus Rothschild, David Rockefeller Jr. und Bill Gates sind nur Personen des öffentlichen geheimen Überwacher. Genau diese geheimen Überwacher, deren Namen wir verstecken uns aus Gründen der Betriebssicherheit, ins Visier zusammen mit ihrer Repräsentationsfigurenart Bill Gates, in einem internen Memo fordert seine jungen weltweit führenden Unternehmen den Grundstein für die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit zu den wichtigsten Medien. Dieser Zwang beinhaltet auch die Kriminalisierung des Konsumsquellen, nicht die sind die wichtigsten, mit anderen Worten, sie verloren die Fähigkeit, die Weltgeschichte kontrollieren und wissen, was es bedeutet ihren Tod. Ereignisse in Israel sind auch entworfen, um die Aufmerksamkeit abzulenken von Niederlagen an allen Fronten. Hunter aus den Nachrichten verschwunden, Grenze aus den Nachrichten verschwunden, Drama, Sprecher des Repräsentantenhauses aus den Nachrichten verschwunden, Kriminellen. Vereinigung Biden aus den Nachrichten verschwunden, weltweite Invasion von illegalen Einwanderern aus den Nachrichten verschwunden und Wirtschaftskrise aus den Nachrichten verschwunden. Verstehst du jetzt? Viele Menschen nicht richtig verstehen, Christi Himmelfahrt, wenn man bedenkt, dass sie gerade besitzen Superkräfte wie Fliegen in seinem physischen Leibe, durch Wände gehen oder nehmen sie einige Gegenstände und Lebensmittel. Wie Superhelden in Hollywood-Filmen. Über das, was passiert eigentlich mit dem Menschen im Augenblick der Himmelfahrt, sagte der Vertreter der positiven Allianz geheimen Raumfahrtprogrammen Corey Goode, die spirituellen Gurus, die in Höhlen meditiert 12 Stunden am Tag, manchmal erreichen diese glückseligen Moment, und sie werden nur jenseits unserer Welt. Sie wollen nicht hier bleiben. Wenn du so weit, du wirst so fortgeschrittenen Wesen, gibst du einfach deinen Körper, du. Du wirst nicht Superman und nicht seine Tricks befolgst. Wenn sie erreichen dieses Niveaus und dieser Schwingung, woran, zum Beispiel, die Mönche in den Höhlen leben lang gearbeitet, sie weg von hier, sie klettern auf einen höheren Plan. Sie finden sich plötzlich in einer anderen Welt, fahren sie mit dem neuen Erfahrung. Dieser physische Plan dient nur für die Evolution, und nach der Himmelfahrt es nicht brauchen. Und sie brauchen nicht hier zu bleiben, die Tricks zeigen, ist einfach nur dumm. Und sie sehen nicht hier aufgestiegenen Wesen, die gehen und es tun. Wegen der Nichtübereinstimmung der Energien sehr schwierig in dieser Welt ist von Dauer. Forscher und Analyst Benjamin Fulford schrieb kürzlich, dass immer mehr Anzeichen dafür, dass eine falsche Operation blauer Strahl-Alien-Invasion unvermeidlich. Die geheime Regierung wendete all diese Jahre und unzählige Milliarden von Dollar für die Vorbereitung dazu. Hier, natürlich, Sie können erinnern die Prophezeiungen von Vanga auf das Jahr 2022, es wird eine Begegnung mit Außerirdischen Aliens die Erde angreifen,
beginnen die Luft zu sprengen, Ansiedlungen und Personen erfassen, die in Gefangenschaft, und vergossen wird die feurige Regen. Drachenflamme ausbricht, und fließen die heißen Tränen. Bisher sind alle davon überzeugt, dass Wang ziemlich genau voraussagte, wir sind jetzt vielmehr auf einer positiven Zeitlinie, in der die direkte Invasion von Aliens ist äußerst unwahrscheinlich, aber die dunklen Kräfte, wirklich, immer noch Szenarien betrachten von gefälschten Alien-Invasion. Widerstandsbewegung früher schätzte die Wahrscheinlichkeit einer falschen Alien-Invasion in 10% mit dem Schiffe TR-3B und etwa 5% der Wahrscheinlichkeit, dass Draco zu organisieren versucht, die wirkliche Invasion seinen restlichen Schiffen. Seitdem die hellen Kräfte berichtet, dass Schiffe Draco in der Umlaufbahn und in Raum nicht mehr, aber immerhin, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine kleine Menge kann auf den verkleideten unterirdischen Basen. Es ist wahrscheinlicher, dass können ein solches Szenario, Draco auf Raumschiffen TR-3B greifen die Oberfläche eines Planeten, sondern Kabal verwendet die kosmischen Kräfte in den USA als Schutz. In der anschließenden Chaos-Jesuiten-Finanzsystem zerstören wollen und erstellen die oberflächliche Zivilisation der künstlichen Intelligenz, ähnlich der Tatsache, dass es im Sonnensystem in vielen Kolonien. Aber die Wahrscheinlichkeit und dieses Szenario jetzt ist äußerst gering. In jedem Fall, wenn etwas passiert ist, alle müssen verstehen, dass es eine Fälschung mit dem Ziel, alle zu erschrecken und nicht in Panik geraten. Vor mehr als 10 Jahren fragte ich den Minister für Finanzen und Wirtschaft Japans, warum er übergab die Kontrolle über alle japanischen Unternehmen, eingetragen in den Aktienmarkt, Organisationen, kontrollierte und Rothschilds. Dazu gehören BlackRock, State Street und Vanguard and Banking. Mir wurde gesagt, dass Japan musste sich übergeben, ihre Gesellschaft, weil sie bedroht wurde durch ein Erdbeben, das war vor Fukushima. Die anschließende Massenmord am 11. März 2011 in Fukushima auch gezwungen, das Land zu stoppen, die Produktion von Atomenergie und Öl zu kaufen, kontrollierte Jahre der Forschung haben, ist die Tatsache, dass die Interessen der Rockefeller Stiftung stehen hinter vielen Verbrechen, einschließlich der Ausbreitung von Krebs. Unnötig zu sagen, dass die Behandlung von Krebs ist heute eines der profitabelsten Unternehmen der Pharmakonzerne, die sie kontrollieren. Sie sind ebenfalls gedrosselt und den menschlichen Fortschritt zu unterdrücken Energietechnologien, die die Bedrohung für ihre Kontrolle der Welt durch das Erdöl. Das ist, warum Nikola Tesla war den Armen ein Gefangener in einem Hotelzimmer, während seine Technologie unterdrückt wurde. In den folgenden Jahren japanische Hersteller von Solarmodulen haben mir gesagt, sie waren gezwungen, sich von der Hälfte der Kapazitäten, da der Preis auf die von ihnen erworbene Silikon übertrieben wurde 5-mal, die Solarenergie konnte nicht konkurrieren mit Öl. Auch die Rockefellers haben alles getan, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die Verwendung von Wasserstoff als billigen, umweltfreundlichen und nahezu grenzenlosen Kraftstoff. Mehr als 70% der modernen Wirtschaft entfallen auf die Energie, die Rockefellers und der menschliche Fortschritt hemmen, um sicherzustellen, dass die Gewinnung von Energie aus teuren Erdöl, die sie kontrollieren. Fulford glaubt, dass die Rockefellers haben alles getan, um die Europäer zu zwingen, den Kauf jetzt Öl und Gas haben, aber nicht in Russland. Auch in ihrem Interesse Biden hob den Bau der Pipeline Keystone, das erlauben würde, die US-Bürger Zugang zu zuverlässigen Öllieferungen, nicht kontrollierte. Trotz allem ist sie jetzt, in einem verzweifelten Versuch Bankrott zu verhindern, versuchen. Sie alle nutzen die digitalen Währungen der Zentralbank, die sie planen, zu veröffentlichen. Den Sturz der Macht der Rockefellers wird an den Anfang des goldenen Zeitalters von Wasserstoff, meint Benjamin Fulford. Er stellte fest, dass, im Gegensatz zu der Rockefeller Stiftung, der Gesellschaft auf der ganzen Welt erhöhen die Produktion von Zellen produziert, zum Bau von Fabriken für die Herstellung von umweltfreundlichem Wasserstoff. Wirklich, bis 2030 die weltweite Produktion erzeugen soll wachsen in der 91 Mal. 19. Januar fand der erste Testflug einer großen wasserstoffelektrischen Flugzeug Dornier 228.
In China erfunden, ein Gerät, Herstellung von Wasserstoff aus Meerwasser. Trotz aller bösen Pläne, Menschen in der Lage, die Zukunft so zu bauen, wie sie wollen, es zu sein, der Forscher Benjamin Fulford neulich schrieb, die gesamte politische Drama im Zusammenhang mit der bevorstehenden Verhaftung von US-Präsident Donald Trump ist nicht mehr als Nummer. Alles einstudiert, und das ist das, was hinter den Schlagzeilen wie diese, Trump stellt Plan zur Zerstörung der Tiefe Staat, während ihm droht eine mögliche Anklage. Fulford glaubt, dass die Allianz der Weißen Hüte steuert Show. Wir stimmen mit der ersten Aussage, aber nicht einverstanden mit dem zweiten. Beginnen wir mit der Tatsache, dass Trump tatsächlich angekündigt, die ihr Programm und hielt wichtige Dinge, die man liebte, diejenigen, die verstehen die Realität und die vollständige Verneinung der Tiefe Staat. Und zwar nicht Worte und Handlungen, Wörter mit 2016 des Jahres wir haben genug gehört, ist es klar, dass der tiefe Staat nicht wollte, wäre die Realisierung dieses nur. Und wir sahen die hohe Geschwindigkeit gesponserter Soros-Staatsanwalt, Vorwürfe. Aber das Problem ist, das ist ziemlich durchsichtig. Erstens, wie selbst sagt Trump, es ist keine Straftat und auch keine Ordnungswidrigkeit. Zweitens, es gibt klare Beweise dafür, dass Trump selbst es nicht wusste und tat es nicht übersetzte Geld. Drittens, auch wenn alles auf den Kopf stellen und Lucky Xia korrupten Richtern, die 5-jährige Verjährungsfrist abgelaufen ist. Das heißt, kein Gericht würde die Anklage nicht unterstützt, aber das oberste Gericht von New York unterstützte. Aber das bedeutet nicht, dass er in der Lage, ein Urteil fällen. Das heißt, es ist alles, wirklich, ein Theaterstück. Potenziell diese Leistung kann erschweren die Führung Wahlkampf, sondern auch geben ihm noch mehr Stimmen, das ist das Minimum. Sprechen über ihre Pläne maximal, Bevölkerung in den USA bereits jetzt so polarisiert, dass die Verhaftung von Trump und, im Falle seiner Weigerung, sich zu ergeben und Versuche, ihn zu fassen Anwesen in Mar-a-Lago in Florida, dem Gouverneur sagte, dass Trump nicht geben, führt unweigerlich zu einer Spaltung des Landes und den Bürgerkrieg. Eine weitere Polarisierung und künstliche Spaltung offenbar und sind die Hauptziele des Stücks. In Widerstand bereits im vergangenen Jahr berichtet, dass die Kabal beschlossen, drastisch zu reduzieren Lebensstandard in den westlichen Ländern weiter und wir sahen den Anfang künstlichen Krisen und Energie, Lebensmittel, Bank. Trennung eine so große Volkswirtschaft wie die USA, würde Kabal wiederum die ganze westliche Welt auf den Kopf